Gehört dein Geld wirklich dir? Oder glaubst du das nur? Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf, greifst nach deinem Handy, willst kurz die Nachrichten checken und dann das. Die Banken sind geschlossen. Du denkst dir, ach, sicher nur ein technischer Fehler, die App ist bestimmt abgestürzt. Du versuchst dann, dich einzuloggen, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Du gehst vor die Tür zum Geldautomaten an der Ecke und siehst einen handgeschriebenen Zettel. Außer Betrieb. Du gehst in den Supermarkt, hast deine vertrauten Plastikkarten dabei, aber keine einzige funktioniert. Der Kassierer zuckt entschuldigt mit den Schultern. Nur Barzahlung möglich. Dein Vermieter ruft an: Miete ist fällig, Herr Müller, aber die Überweisung kam nicht an. Du sagst, die Banken sind zu. Er antwortet: Das ist nicht mein Problem, ich brauche Bargeld. In diesem Moment läuft es dir eiskalt den Rücken runter. Das Geld, von dem du dachtest, es gehöre dir, ist nicht da. Es lag nie ein Stapel Scheine mit deinem Namen darauf im Tresor. Es waren immer nur Zahlen auf einem Bildschirm. Und jetzt ist der Bildschirm aus. Sag nicht, uns passiert das nicht. Es passiert ständig. Das hier ist kein Drehbuch für einen Science-Fiction-Film. Das ist bittere Realität, die direkt vor unserer Haustür passiert ist. 2001 in Argentinien. Die Menschen wachten auf und ihr Geld war in einem Käfig eingesperrt. Man nannte es Corralito. Die Regierung erlaubte nur noch lächerliche Kleinstbeträge pro Woche. Die Ersparnisse eines ganzen Lebens wurden über Nacht in wertlose Pesos zwangsumgetauscht. Familien gingen mit Kochtöpfen auf die Straße, aber es war zu spät. Erinnerst du dich an Zypern 2013? Die EU hat damals faktisch die Konten der Bürger geplündert. Wer mehr als 100.000 Euro auf dem Konto hatte, musste zwangsweise einen Teil abgeben, um marode Banken zu retten. Rentner, die nicht an ihr Geld kamen, Väter, die das Schulgeld nicht zahlen konnten. Über Nacht wurden sie alle zu Opfern eines Systems, dem sie vertraut hatten. Im Libanon stürmten Menschen die Banken schließlich nicht mehr mit Formularen, sondern mit Waffen, nur um an ihr eigenes Erspartes zu kommen. Ein Blick in die Küche, das Spiel mit dem Vertrauen. Warum passiert das? Weil das Bankensystem im Grunde ein reines Vertrauensspiel ist. Wenn du 1.000 Euro zur Bank bringst, legen die das Geld nicht in eine Box für dich. Sie behalten vielleicht gerade mal 50 Euro als Reserve und verleihen den Rest sofort weiter. Dieser Kredit wird wieder ausgegeben und landet bei einer anderen Bank als Einlage. So wird aus dem Nichts Geld erschaffen, das eigentlich nur als Schuld existiert. Das System funktioniert prächtig, solange wir alle daran glauben, dass die Banken morgen wieder aufmachen. Aber in dem Moment, in dem dieses Vertrauen bröckelt und alle gleichzeitig ihr Geld wollen, zeigt sich, der Kaiser ist nackt. Die Bank hat dein Geld nicht. Das System rettet sich selbst und lässt dich im Regen stehen. Die bittere Wahrheit ist: Regierungen und Banken sind im Grunde an Besties. In der Krise wird der Staat immer das System retten, nicht dich. Man erzählt dir von Einlagensicherung und Staatsgarantien. Aber mal ehrlich, wenn alle gleichzeitig ihr Geld wollen, gibt es keine Kasse auf der Welt, die das auszahlen könnte. Diese Garantien sind oft nur psychologische Beruhigungspillen, damit du nicht zur Bank rennst. Und was machen wir jetzt? In Panik alles unter die Matratze zu stopfen, ist auch keine Lösung. Das macht dich nur noch angreifbarer. Das Geheimnis heißt Resilienz. Setz niemals alles auf eine Karte. Verteil dein Vermögen, nicht nur bei einer Bank, nicht nur in einem Land und vor allem nicht nur in digitalen Zahlen. Ob Gold, physische Reserven oder andere Sachwerte, sorge dafür, dass du Dinge besitzt, auf die du direkten Zugriff hast, ohne dass jemand einen Schalter umlegen kann. Echter Wohlstand ist nicht das, was auf deinem Kontoauszug steht. Es ist das, worauf du in einer Krise wirklich zugreifen und womit du handeln kannst. Fazit:
Banken sind keine Wohltätigkeitsvereine, sie sind Zahnräder in einer gigantischen Maschine. Und wenn die Maschine klemmt, bist du der Erste, der geopfert wird. Von Argentinien bis Griechenland haben wir eines gelernt: Verfügbarkeit ist nicht dasselbe wie Eigentum. Um nicht eines Morgens vor einem schwarzen Bildschirm zu stehen, müssen wir die Illusion heute durchschauen. Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns morgen.